Nawawala naman ang ulan. Lamig! Oo. Itaas sa ulo! Ay! Hallo ihr Lieben! Wir haben total vergessen, dass wir noch einen YouTube-Channel haben. Und ja. Na, du kriegst es nicht so smooth hin, ne? Na fein. Egal. Heute geht's mal nicht um Cosplay oder Make-up oder Marley. Darum geht's, um dieses wunderschöne Fleckchen Paradies auf Erden und meinen spontanen Urlaub dorthin, leider ohne Marley. Da ich meine Familie dort drüben besucht habe, geht es nicht um das türkisfarbene Meer, die weißen Muschelstrände oder die überlaufenden Tourismusspots der Philippinen, sondern wie man mit einem Tabo die alltäglichen Hindernisse des Lebens bewältigt. Vorab muss ich aber erwähnen, dass meine Familie dort drüben auf dem Land lebt und dort so gut wie jeder jeden kennt, weshalb ich leider nicht alles filmen konnte, was ich gesehen und erlebt habe und vieles unauffällig filmen musste, damit dort niemand denkt, meine Familie wäre zu plötzlichem Reichtum gelangt und es würde sich lohnen, die zu überfallen. Jetzt aber zurück zum einfachen Leben im Land aus 7641 Inseln und 171 Sprachen. Geflogen bin ich diesmal mit Katar, sonst eigentlich immer mit Emirates. Früher mit Lufthansa, aber die fliegen wohl nicht mehr auf die Philippinen und habe dann einen Zwischenaufenthalt in Doha gehabt und ohne den Aufenthalt saß ich 14 bis 15 Stunden im Flugzeug. Ich kann euch aber sagen, dass in Doha am Flughafen ein riesiger gelber Teddybär steht, aus dessen Kopf eine Lampe wächst und der ein bisschen verstörend aussieht. Wenn ihr mit Emirates fliegt, haltet ihr übrigens in Dubai und die haben einen Wasserfall im Flughafen. Das Ticket variiert je nach Saison zwischen 600 und 1200 Euro für den Hin- und Rückflug und je nach Fluggesellschaft. Übrigens fängt auf den Philippinen die Weihnachtszeit bereits im September an und geht bis zu den Heiligen Drei Königen. Das ist das wunderschöne Haus, in dem ich geboren bin. Ja, genau, in diesem Wohnzimmer habe ich damals das Licht der Welt erblickt. Wie ihr seht, ist das ein sehr einfaches Heim und genauso einfach ist auch das Leben dort. Ihr steht morgens auf, müsst euch erstmal durch das Moskitonetz kämpfen, das so über eurem Bett hängt, um euren Tag ganz gemütlich zu starten. Geweckt werdet ihr da drüben übrigens von den wunderschönen Geräuschen der bellenden Hunde, miauenden Katzen, krähenden Hähne, gackernden Hühnern, lachenden Kinder, grunzende Schweine und das Knattern der Motorräder und anderen Fahrzeugen, die an eurem Haus vorbeifahren. Den größten Unterschied findet man wohl im Badezimmer. Was dort als Comfort Room bezeichnet wird, setzt sich aus 3 Teilen zusammen. Zum einen das Waschbecken, das bei uns zu Hause in einem kleinen Nebenflur einfach an der Wand angebracht ist und von dort aus gelangt ihr dann zur Toilette oder zur Dusche. Wenn ihr dort auf die Toilette geht, findet ihr zwar eine Kloschüssel, aber keine Spülung. Normalerweise nehmt ihr ein Stück Seife mit und neben der Toilette findet ihr einen großen Eimer mit Wasser und einen Tabo. Da man auf den Philippinen sehr reinlich ist, wäscht man sich nämlich auch nach jedem Toilettengang eben mit Seife und Wasser. Aber keine Sorge, auch in diesem wunderschönen kleinen Land ist mittlerweile Toilettenpapier angekommen und spülen tut ihr hinterher mit Wasser aus dem Eimer. Das gleiche bei der Dusche. Erwartet dort keine herkömmliche Dusche oder warmes Wasser. Wenn ihr dort duschen wollt, findet ihr ebenfalls einen Eimer Wasser und ein Tabo und ein weiteres anderes Stück Seife. Bis auf, dass ihr euch das Wasser dort eben über den Kopf schüttet, ist ansonsten eigentlich alles gleich. Ihr könnt aber auch im Sommer auf die Philippinen fliegen und dort dann im Regen duschen. Spaß für Groß und Klein. Ansonsten vertreibt man sich dort auch gerne mit Kartenspielen die Zeit. Die Kinder spielen einfache Spiele wie Schere, Stein, Papier, die man dort mit künstlerischen, akrobatischen Tätigkeiten verbindet. Oder es wird eine Videoke-Maschine besorgt, viel gesungen und die ganze Straße zu einer Karaoke-Bar verwandelt. Ist auch kein Wunder, denn 1975 wurde das erste Sing-Along-System auf den Philippinen erfunden und später von den Japanern dann als Karaoke übernommen.
Und wenn man mal wirklich nicht weiß, wie man sich die Zeit da drüben vertreiben soll, dann kann man das immer noch mit Essen tun. Wenn ihr nämlich da drüben nicht zur Schule geht oder arbeiten müsst, dann sieht euer Tag wie folgt aus. Aufstehen, essen, chillen, essen, kleines Schläfchen, essen, vielleicht was in der Stadt besorgen, noch mehr essen, schlafen gehen irgendwann und das Ganze wiederholt sich jeden Tag. Über den Tag verteilt kommen dann auch noch verschiedene Fahrer vorbei, die euch irgendetwas verkaufen wollen, von verschiedenen Snacks zu essen bis hin zu ganzen Läden, wo ihr Hocker oder Tabos oder andere Sachen für den Haushalt kaufen könnt. Und wenn wir schon mal beim Thema Essen sind, dann müsst ihr auf den Philippinen unbedingt Balut probieren, eine philippinische Delikatesse. Und wer einen empfindlichen Magen hat, der skippt am besten jetzt hier hin. Balut ist nämlich ein angebrütetes, gekochtes Enten- oder Hühnerei, bei dem das Kükenembryo innen drin mitgegessen wird. Und selbst wenn man das Embryo mit all dem Eiweiß und Eigelb zusammen isst, ist es dann doch sehr crunchy, wenn man zum Schnabel oder spätestens zu den Füßen gelangt. Zeit für einen Random Fact zum Ausgleich. Stinktiere findet ihr außer in Amerika und in Indonesien nur noch auf den Philippinen. Bei all dem Chillen fällt euch dann da drüben auch auf, wenn ihr euch mal umseht, dass egal wo ihr seid niemals allein. Denn Eidechsen sind bereits da. Und fette Spinnen. Oder Schlangen, die in eurem Haus einfach mal die Treppe random runterkommen. Außer den tierischen Mitbewohnern gibt es da drüben natürlich auch noch eure Familie, die aus mehreren Generationen besteht und in einem Haus zusammenlebt. Die lässt euch nämlich auch beim Schlafengehen nicht allein, denn mit denen dürft ihr euch dann entweder das Bett oder den Boden teilen, je nachdem, wo ihr eben Platz findet. Es werden auf den Philippinen übrigens am Tag um die 450 Millionen SMS verschickt. Auch eine tolle Art, sich die Zeit da drüben zu vertreiben. Wenn man auf den Philippinen unterwegs ist, fallen zwei eher ungewöhnliche Verkehrsmittel auf. Das eine ist ein Motorrad mit einem etwas anderen Beiwagen. Das Tricycle, mit dem auf den Philippinen auch gerne mal Sardinenbüchse gespielt wird, ist dort das gängigste Verkehrsmittel. Dort sitzen auf dem Motorrad außer dem Fahrer, vor dem Fahrer noch ein kleines Kind, dahinter die Mutter, dazwischen vielleicht noch die ältere Schwester, im Beiwagen dann die beiden Cousinen, die zur Highschool gebracht werden müssen, der kleine Neffe, der in die Grundschule gebracht werden muss. Außen am Eingang zum Beiwagen hält sich der ältere Neffe fest, der zum College gebracht werden muss. Und ganz hinten am Beiwagen klammert sich dann noch ein weiterer Neffe, der auch zum College muss. Und wenn die ganze Bagage dann endlich mal bei der Schule abgeladen ist, dann wird mit dem Tricycle noch schön einkaufen gefahren. Das andere sind Jeepneys, Überbleibsel vom Zweiten Weltkrieg, mit zwei längs gebauten Rückbänken für bis zu 16 Personen. Unverbindliche Sitzplatzempfehlung. Dazu kommen noch ganz normale Fahrzeuge wie Autos, Motorräder und Roller. Und wenn ihr im Sommer auf den Philippinen unterwegs seid, dann kann es sein, dass die Straße mal unter Wasser steht und ihr zum Einkaufen ein Schlauchboot verwenden könnt. Übrigens wird das ABS-System in Mercedes-Benz, Volvo und BMW auf den Philippinen hergestellt und dann nach Europa verschickt. Stau ist auch in kleineren Städten nicht selten. Jedes Mal, wenn dort nämlich jemand stirbt, gibt es eine ganze Prozession mit Blaskapelle, dem Sarg in einem Auto hinten dran und darauf folgend die gesamte Trauergemeinde, die durch die gesamte Stadt marschiert bis zur Kirche, um dort dann die Messe in Empfang zu nehmen. Davor wird die verstorbene Person im Sarg zu Hause im Wohnzimmer platziert und über eine Woche lang kommen jeden Tag zu verschiedenen Uhrzeiten, solange eben jemand zu Hause wach ist, Freunde und Verwandte vorbei, um sich zu verabschieden, ihr Beileid zu bekunden, zu essen und zu quatschen. Das zieht sich dort durch das gesamte Leben. Jetzt erstmal genug von Menschen, Verkehr und Essen. Wie sieht's aus mit Hund, Katze, Hahn? Oder sind wir da auch wieder nur bei Essen? Anders als hier in Deutschland sind das da drüben nämlich keine typischen Haustiere. Im Allgemeinen haben Filipinos auch eher selten Haustiere. Hund und Katze haben dort drüben zwar einen Besitzer, werden aber nicht wie hier in Deutschland wie ein Familienmitglied oder Freund umsorgt. Sie bekommen dort die Essensreste vom Tisch. Es gibt dort zwar mittlerweile auch Tierärzte und Tierfutter, Hund und Katze werden aber meistens dann doch eher sich selbst überlassen. Eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen drüben auf den Philippinen ist leider immer noch der Hahnkampf. Ich konnte mit ansehen, wie einem Hahn Kamm und Kehllappen abgeschnitten wurden
Ob das wirklich für den Hahnkampf war, weiß ich nicht so genau, wollte ich auch ehrlich gar nicht so näher hinterfragen. Kleiner Random Fact, um die Stimmung wiederzuheben: Auf den Philippinen wurde der Weltrekord im Stillen aufgestellt. 3541 Frauen haben zeitgleich in Manila ihre Babys gefüttert. Und wenn man auf den Philippinen seine Zeit mal nicht zu Hause totschlagen will, dann kann man dort natürlich auch wegfahren. In den größeren Städten gibt es viele Einkaufszentren oder Vergnügungsparks. Kleinere Vergnügungsparks und Schwimmbäder findet man dort allerdings auch in den ländlicheren Regionen. Und wenn man mal nicht gleich für mehrere Stunden oder einen ganzen Tag unterwegs sein möchte, dann kann man immer noch ein paar Freunde schnappen, in die Stadt fahren und die nette Gesellschaft in einem Restaurant genießen. Ist nicht viel anders als hier in Deutschland, wird dort aber mehr genossen und mehr geschätzt. Außerdem bekommt man auf den Philippinen in jedem Restaurant auch immer gleich einen ganzen Pitcher voll mit kaltem Wasser und Gläser hingestellt. Generell erfreuen sich Filipinos mehr an alltäglichen Erlebnissen, eben weil sie diese mit vielen Freunden und Verwandten teilen können. Und genau daher kommt das eigene Motto des Landes: It's more fun in the Philippines. Und wenn einen abends dann noch kleine Gelüste plagen, so findet man in den Straßen viele kleine Tante-Emma-Läden mit Snacks und Süßigkeiten oder Streetfood-Stände für eine kleine warme Mahlzeit. Groß eingekauft wird auf dem Land dann sonntags, wenn es wieder heißt: Tara, punta tayo sa palengke! Dort findet man dann alles Mögliche von Frischfleisch, Fisch, Klamotten, Lebensmittel und was man sonst noch so braucht für den Haushalt. Die Philippinen sind übrigens der größte Exporteur für tropische Früchte wie Kokos, Papaya und Mangostan. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick in meine Heimat verschaffen und ihr seid nicht allzu sehr verstört. Und da mich eure Meinung dazu natürlich interessiert, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welches Thema euch am meisten begeistert, erschrocken oder vielleicht sogar belustigt hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich nicht wieder vergesse, dass ich auch noch einen YouTube-Channel habe. Also bis dahin, macht's gut, bye! Und bevor ich es vergesse, das Jojo wurde damals auf den Philippinen erfunden und wurde ursprünglich als Waffe verwendet. Wer da kommt? Hallo, mein Schatz. Ja.